Hallo und willkommen zurück bei Arne Rides. Im letzten Teil des Videos ging es darum, wie ihr zu Hause eure Scheibenbremse richtig reinigen könnt. Habt ihr das Video noch nicht gesehen? Verlinke ich es euch oben, dann könnt ihr es gleich nachholen. Im zweiten Teil des Videos geht es darum, wie ihr eure Fahrradkette wachsen könnt und welche Vorteile das mit sich bringt. Normalerweise erwähne ich es immer am Ende, aber jetzt wäre wirklich ein guter Zeitpunkt für einen Daumen nach oben und ein Abo des Kanals. Dich kostet das natürlich nichts und es kostet nur einen Augenblick. Uns würde das immens weiterhelfen beim Aufbau von unserem YouTube-Kanal. Und jetzt geht's los mit dem Video. So, wir sind jetzt mit dem ersten Teil fertig. Unsere Bremse ist gemacht, sie quietscht nicht mehr, sie schleift nicht mehr und funktioniert einwandfrei. Jetzt werden wir im zweiten Teil dieses Videos unsere Kette wachsen und die Unterschiede erklären zwischen einem herkömmlichen Kettenöl und einem Wachs. Bevor wir anfangen, können wir ja überprüfen, ob die Kette noch in Ordnung ist oder ob sie vielleicht durch die Zeit abgeleiert ist. Dazu haben wir ein kleines Werkzeug hier. Das kriegt man auch überall in jedem Fahrradgeschäft. Wie das genau funktioniert, es ist zwar so, man steckt dieses linke Stück hier zwischen die Kettenglieder rein und falls das rechte Stück in das Kettenglied reinkommt, ist die Kette auseinander gespreizt bzw. ausgeleiert. Falls es nicht der Fall ist, so wie bei uns, heißt das, dass die Kette noch ganz in Ordnung ist. Jetzt werden wir unsere Kette abmontieren. Dazu haben wir ein Kettenspreizgerät. Wir fügen das Spreizgerät zwischen die Kettenglieder. Da gibt es meistens immer ein Zwischenstück. Das kann man ganz gut erkennen, das unterscheidet sich wesentlich vom anderen. Und wenn wir hier drauf drücken, auf unsere Kettenzange, spreizt es auseinander und somit kommt gleich die Kette runter. So. Und jetzt werden wir uns auf den Weg machen, um die Kette zu reinigen. So, jetzt begeben wir uns in die Küche, weil da brauchen wir ein bisschen Geschirr. Da wird der Heisenberg ein bisschen was köcheln und das zeigen wir euch dann gleich. Wir sind jetzt in unserem Drogenküche und werden jetzt die Kette vorbereiten und anschließend wachsen. Dazu fangen wir an. Wir nehmen uns hier einfach ein Glas. In dieses Glas kommt ein spezielles Mittel. Das ist ein Stripper Plus Wachs Prep, beziehungsweise ist es ein Reinigungsmittel, was aber nicht den Wachs entfernt, sondern nur den Schmutz. Diese Flüssigkeit geben wir jetzt einfach mal hier rein in das Glas. Kannst du uns sagen, ob das Mittel biologisch abbaubar ist und ob es unbedenklich ist? Früher kennt man das, dass sich das nur mit harten Chemikalien hat entfernen lassen, der Schmutz und so weiter. Ja, dieses Mittel ist biologisch abbaubar und umweltfreundlich. Der Vorteil, wie gesagt, von diesem Mittel ist, dass es wachsschonend ist und es entfernt den groben Schmutz. Genau. Jetzt werden wir etwas von dem Mittel einfach in das Glas reingeben. Jetzt werden wir unsere Kette, die wir vorhin abmontiert haben vom Fahrrad, einfach hier reinlegen. So, wenn wir das schon machen, werden wir auch gleich eine zweite Kette dazu geben, weil wir haben ja auch schließlich zwei Fahrräder. Das haben wir gleich in einem gemacht. Das geht sich auch hübsch aus. So, ein bisschen Mittel brauchen wir noch. Jetzt werden wir das ordentlich schütteln und dann muss das ein bisschen stehen lassen und einziehen. 20 Minuten später. So, jetzt lassen wir das einfach mal so stehen für ca. 15 Minuten, bis das Mittel ordentlich einwirken kann. Danach werden wir es rausnehmen und mit klarem Wasser abspülen und mit einem Mikrofasertuch ordentlich reinigen. In der Zwischenzeit kann ich mal erklären, unseren Wachs, das ist der Wachs von Secret Chain. Der Vorteil hiervon ist, dass der ganze Prozess des Wachsens komplett in diesem Bag hier stattfindet. Dazu brauchen wir einen Topf mit kochendem Wasser. Den ganzen Bag versenken, warten bis das Wachs schmilzt und danach die Ketten dazugeben. So, jetzt schalten wir mal den Herd an. Ahmed, schaltest du jetzt den Herd ein? Ja, tue ich. So, Deckel oben drauf, dann geht es schneller. Und jetzt können wir uns einen Kaffee gönnen, oder? Ja, jetzt machen wir uns einen Kaffee und Warten, bis das Wasser köchelt. Die Ketten tun sich hier biologisch auflösen in dieser Säure, die wir dann später im Wald aussetzen. Perfekt. War nur Spaß.
Das Wasser ist jetzt am Kochen und was machen wir jetzt? Ja, jetzt werden wir unseren Sack mit Wachs öffnen, ins heiße Wasser legen, abwarten, bis das Wachs schmilzt und danach unsere Ketten reinlegen. Während das Wachs schmilzt, können wir unsere Ketten reinigen. Das schaut schon mal sehr gut aus. Das Wasser ist komplett schwarz. Jetzt werden wir das entleeren. Da das Mittel biologisch abbaubar ist, dürfen wir es bedenkenlos ins Spülbecken gießen. So, infolgedessen können wir ganz normales Leitungswasser dazugeben. Jetzt verschließen wir das wieder und tun es nochmal kräftig ein paar Mal durchschütteln. Ich würde sagen, wir wiederholen es noch einmal. Jetzt werden wir unsere Ketten noch einmal durchspülen. Ja, das schaut doch schon mal sehr schön aus. Jetzt werden wir die Ketten hinlegen zum Abtrocknen, weil bevor sie ins Wachs kommen, sollten die Ketten auch ordentlich trocken sein. Jetzt werden wir die Ketten noch einmal mit einem Mikrofasertuch, mit einem sauberen Mikrofasertuch bearbeiten. Wir haben die Ketten an ein Stück Draht aufgehängt und werden sie gleich in die Tüte reingeben. Das ist hier noch am Schmelzen. Wir haben uns entschieden, doch einen größeren Topf zu nehmen, weil es einfach vom Wasservolumen zu wenig war. Das Wachs ist jetzt geschmolzen. Wir werden unsere Ketten reinlegen und ca. 20 Minuten warten, bis der ganze Prozess des Wachses abgeschlossen ist. Es sind 20 Minuten vergangen. Wir werden jetzt unsere Ketten rausnehmen. Das Wachs ist natürlich komplett geschmolzen und hat gearbeitet. Jetzt werden wir sie rausnehmen zum Abkühlen. So, und das kann man wiederverwenden? Ja, das kann man wiederverwenden. Wenn das Wachs komplett abgekühlt ist, kann man den Beutel wieder verschließen. Man kann diesen Vorgang 10 bis 15 Mal wiederholen mit demselben Wachs. Danach ist das Wachs unbrauchbar und man müsste es ersetzen. Unsere Kette ist jetzt fertig, frisch gewachst und abgekühlt. Jetzt werden wir diesen Draht hier entfernen und die Kettenglieder noch mal kurz brechen, da das Wachs ja natürlich jetzt fest geworden ist, und die Kette montieren. Das Wachs ist ja natürlich steif geworden, und dass die Glieder normal funktionieren, machen wir sie ein bisschen locker bzw. lose, dass die Kette auch schön geschmeidig funktioniert. Und fertig, oder? Und fertig, ja. Jetzt können wir dann damit loslegen. Wir sind fertig mit unserer Kette und auch nur mal kurz zur Information, warum Kettenwachs vorteilhafter ist als das herkömmliche Kettenöl. Es ist umweltfreundlicher, es ist langlebiger. Je nach Wetterbedingung hält Kettenwachs 400 bis 1000 Kilometer. Es zieht weniger Schmutz an, somit ist auch die Wartung dementsprechend viel besser. Was wir noch erwähnen müssen, ist, dass das Video nicht gesponsert ist, sondern es kommt aus eigener Tasche. Welche Marken ihr schlussendlich nimmt, ist euch überlassen. Hauptsache, ihr seid zufrieden.
So Freunde, das wäre es fürs heutige Video. Ich hoffe, dieser Zweiteiler hat euch gefallen. Ich hoffe, es war lehrreich oder unterhaltsam, je nachdem, wie man sieht. Und ja. Falls euch unsere Videos gefallen, bitte lasst doch ein kostenloses Abo da oder einen Daumen nach oben. Wir würden uns sehr freuen und damit unterstützt ihr uns immens. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Arnold Rides Team.